Das ist ein Mercedes-Benz Sprinter. Ein Allradfahrzeug mit kleinen BF Goodrich-Reifen, die aber erst dann wirken, wenn der Klaus Hühnerkopf sich gleich mal daneben stellt. Ja, das werden wir gleich mal machen. Warte, Klaus. Gleich. Ich muss mal gerade das was zeigen. Der hat ein aufschiebbares Dach, bei dem man vielleicht nicht gerade im November das einfach öffnet und dann die komplette Freiluft genießt. Es sind Stand jetzt insgesamt 6 Sitzplätze eingebaut, ein Notsitz und 4 Sitzplätze mit drin. Und ja, es ist gebaut worden von Klaus Hühnerkopf, Made in Germany. Das heißt, ihr habt das umgebaut, das Fahrzeug. Hier ist Klaus Hühnerkopf, grüß dich. Hallo, grüß dich. Ja, komplett haben wir es nicht selber gebaut. Also viele Sachen sind von anderen Herstellern, wie der Allradumbau. Das ist ein Igelhautumbau mit der Bereifung und extra Allrad eingebaut und Sperren, Differentialsperren, alles reingebaut worden. Wir haben Teile da dran gemacht und das Fahrzeug war 3 oder 4 Jahre in Dubai, ist jetzt zurückgekommen. Und steht auch schon zeitlang hier, sieht man an den Streifen, die draußen dran sind. Das muss ich halt noch überholen und im Endeffekt die Elektrik wieder mal neu machen. Wenn sowas 3 Jahre lang auf Messen läuft und unterwegs ist, da wird ja auch mal viel dran rum gebastelt. Also der muss mal wieder komplett überholt werden in der Stromtechnik und halt auch so ein paar Sachen halt Service gemacht werden. So, ich habe es versprochen, ich werde es halten. Klaus, stell dich mal daneben, dass wir mal einfach mal sehen. Nee, davor bitte. Davor. Der Klaus ist heute, wie groß? 1,69 immer noch. 1,69. Und wenn du mal gerade das Rad mal frei machst, dass man das mal sieht. Frei. Genau. Und dann sieht man die Proportion. Das ist wirklich ein... Ist schon ein bisschen größer, das Rad, ne? Das ist unglaublich. Ich habe ja immer mein Maßband dabei, das weißt du ja. Aber können wir mal genau messen. Also hier haben wir 90 cm. Und wenn du dir anguckst, hier beim Seriensprinter, sind wir bei 70 cm. Also das sind schon mal 20 cm höher. Also das heißt unten und oben je 10 cm. Das ist schon mal was. So, Baujahr von dem Fahrzeug ungefähr? Das ist 2015, nee 16, 15 oder 16. 15 oder 16. So, Allrad steht ja drauf, hat Allrad. Fangen wir vielleicht mal hier vorne an. Das Ding hatte ein aufschiebbares Dach. Ja. Das gab es so zu kaufen? Nee, das ist extra so umgebaut. Das ist umgebaut worden, das hat eine belgische Firma gemacht. Und das ist dann extra umgebaut, die extra sich auf Cabriolets spezialisiert. Ja. Ich kann es dir mal zeigen, ich schieb's mal auf. Kannst du von außen angucken? Ja, gerne. Warte mal, ich zeig mal den Klaus, wie er reingeht, dass wir das mal zeigen, denn der Klaus... Hier kannst du noch mal gucken, geht etwa, kommt die Deutschstufe raus. Hallo? Hier, für kleine Leute auch. Ne? Zack, zack, hier ist der Beifahrersitz ausgebaut worden. Der Beifahrersitz ist draußen, wie beim Reisebus? Wie beim Reisebus, dass man rein und rausziehen kann. Und dann haben wir einfach hier das Dach mit dem aufgeschoben, sind 3 Teile. Und fertig ist das Cabriolet. Das ist ja unglaublich. Warte mal kurz, Klaus. Ich gehe mal raus. Wenn du einmal kurz Platz nimmst, wir haben 0 Grad draußen. Also optimale Kühlschranktemperatur. Optimale. Ja, wenn es trocken ist, geht's ja. Da muss ich mir die Mütze noch aufsetzen, dann passt das. So, du hast 2 Fernseher hier drin, ne? Einmal da, einmal da. Also wie man gerade auf welche Seite man sitzt, kann man dann auch Fernsehen gucken. Warte, ich komme mal kurz zu dir, dass wir das Ganze mal sehen. Ich zeige es mal gerade von hinten. Wenn du hier durch deinen Heimatort fährst, ja, mit dem Fahrzeug, man muss sagen, die Leute kennen dich. Das ist jetzt nichts Neues. Ich komme mal kurz zu dir. Dass wir mal, hallo Klaus. Hallo. Es ist krass, wir sind original in einem Sprinter drin. Ja. Und wir filmen heute, der Wühlter ist heute, was ist? Ich glaube der 25. November. Und wir filmen mit offenem Dach. Ja. Warte mal, ich zeig's mal. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts übrigens. Da ist auch nichts. Ja. Da sitzt der Klaus. Ja. Wir können jetzt einen Glühwein trinken. Das können wir machen, ja. Da müssen wir mal anrufen im Büro, dass die Frau Schmidt einbringt. Es wird ein Gag. Zur Zeit ist ja Corona. Die Gastronomen servieren ja jetzt 3 oder 4 Sterne-Menüs in ein Wohnmobil, habe ich gelesen. Ja. So, wenn ich mich jetzt mal hier hinsetze, auf die andere Seite, dann sehe ich mal, wie der Klaus sich hier verhält. Hier ist noch ein Fernseher. Das heißt, beide Parteien können jeweils Fernsehen gucken. Ganz genau. Beide Parteien. Also einmal da und einmal da. Und kannst ja Papa Mobil, kannst auch ein bisschen winken dabei.
Das funktioniert auch. So, das Auto wurde als Showcar gebaut oder hatte das einen Sinn? Das sollte für, in arabischen Staaten ist ja Kamelrennen und Falkenjagd. Dafür war das gedacht. Kamelrennen und Falkenjagd. Wenn die Kamelrennen sind, fahren die ja im Innenkreis, wenn außen die Rennen, fahren die im Innenkreis mit dem Auto und dann kannst du dir halt das angucken. Einmal mit offenem Dach und wenn es zu heiß ist, ist ja da klimatisiert, siehst du oben und dann sitzt da halt eine klimatisierte Glaskuppel, siehst oben bei der Falkenjagd und seitlich, wenn du das dann zuschiebst und kannst du toll rausgucken. Warte, ich komme mal kurz auf deine Seite. Ich kann also mir gegenüber sitzen. Das ist so ein bisschen so die Anleihen von einem Jet. Das kann man sagen. Das heißt also Luxusjet. Business-Sitze, ne? Das ist wie ein Luxusflieger. Die waren fertig oder hast du die nochmal bezogen? Nein, diese haben wir beziehen lassen. Also wir beziehen ja schon, wir machen schon, haben eine Polsterei, aber ich sag mal, so Sachen beziehen, mit so Nähte machen, das muss schon jemand machen, der das jeden Tag macht. Ne? Wie war denn so der Auftritt, wenn du hier durch Neu? Ich bin noch nicht viel durchgefahren. Also das Auto steht schon eine Zeit lang hier, aber es muss auch von der Zeit her passen, dass wir den mal umbauen können. Und wenn dann ein Kunde kommt und sagt, will ihn unbedingt haben, dann muss er halt rein in die Werkstatt und wird gemacht. Das ist ja kein Problem. Okay. Ne? Aber wir haben ihn so eigentlich noch nicht groß angepriesen. Also, das Auto ist ein Gag, oder? Das ist ein Diesel? Der ist ein Diesel. Der hat 173 PS, glaube ich. Okay. Und 4,1 Tonner ist das. Ist einfach cool zu fahren. Ich meine, das ist genauso wie ein Fun-Auto, ne? Einfach für die Freizeit, macht Spaß. Kannst aber auch nehmen, sag ich mal, wenn du auf Reisen gehst und in der Stadt für Tourismus ist halt gerade nicht die richtige Zeit. Ne? Tourismus, Ich habe überlegt, ob wir das Fahrzeug nicht der Bundeskanzlerin anbieten als neues Dienstfahrzeug. Denn sie könnte dann auf Paraden und so weiter den Leuten auch richtig zuwinken. Oder der Queen wäre es. Für die Queen wäre es besser, ja. Ich wollte, die Bundeskanzlerin, die muss wahrscheinlich gepanzert haben. Ne? Ja, da werden die Scheiben noch dicker. Also das weiß ich nicht, ob das von der Stabilität oder von der Zuladung her noch ausreicht. Ne? Komm mal mit, ich zeig mal gerade. Du kannst das Auto auch nehmen, wenn du jetzt vom Flughafen jemand abholen willst und machst auf Großwildjacht oder das ist kein Problem. Ja, das mache ich ja jeden Tag. Also insofern, also hier vorne, wenn ich mal kurz drauf zeige, du hast natürlich auch eine entsprechende Beleuchtung eingebaut. Da vorne ist ein richtiger verchromter Stahlhalter drauf. Genau, ja. Dann auch der Fahrer hat Spaß, denn es könnte sein, dass der Eigner auch mal selber fährt. Ja. Da hast du das eine oder andere so ein bisschen mit Leder überziehen lassen, aber nur dezent. Nur dezent, rein dezent. Der hat halt hier Igelhaut-Umbau, komplette Sperren. Also den kannst du bis zu 100% sperren. Siehst du da vorne? Kannst du nochmal Achse hinten, Mitte und alles drum und dran. Und dann hast du nochmal hier Untersetzung, einmal Highway, siehst ja neutral und dann Low. Also das ist schon extrem Allrad hier. Das kannst du mit dem Werksallrad jetzt nicht ganz so vergleichen. Ne? Ja, der kostet noch ein bisschen was. Also ich habe gesehen, allein der Igelhaut kostet, glaube ich, 20.000, wenn es langt. Ach, der reicht nicht bei dem Umbau. Also ich glaube, der Igelhaut-Umbau lag bei paar 40.000. Ja. Aber die kommen überall durch, oder? Das heißt mit kompletten oder fast? Fast, ja. Das ist mal so. Ich meine, wenn die Reifen zu sind, sind sie zu. Ich meine, das ist jetzt schon eine extrem grobe Bereifung. Aber der geht schon gut. Also das muss man sagen. Ich zeige mal gerade so Kleinigkeiten wie ein belederter Handgriff. Der, also es könnte ja auch ein normaler Handgriff sein wie beim Reisebus. Nein, es ist beledert. Ja. Das ist eigentlich schon recht schön gemacht alles. So, schauen wir mal, das muss aber sein. Die guten alten BF Goodrich, allerdings in der Dimension, wenn du noch mal kurz dein Bein daneben stellst, bitte. Als das ist Oberkante. Das ist das ist schon, na gut. Ist mehr als die Hälfte meiner Körperlänge, ne? So, hinten drin, ihr habt alles mit unglaublich viel Liebe gemacht. Ja. Denn dann hast du noch nicht mehr viel. Hier sind noch mal 2 Fächer, wo du so ein bisschen was reinmachen kannst. Warte, Helix ist drin. Ach, ihr habt einen Sound DSP mit drin. Ja, Soundsystem. Cool. Und hier die Elektronik, die muss halt noch umgebaut werden. Ist bestimmt von Victron. Ja, klar, natürlich. Dometic ist hier noch drin, kommt Mastervolt-System dann rein. Okay, also es wird noch fit gemacht. Also ist es denn noch zu haben, das Auto? Das Auto kannst du noch haben, ja. Okay. Das heißt also, wenn es jemand haben will, ihr könnt es dann etwas vorziehen, Spoiler vorne drauf
Und wir reden nicht über den Preis, das haben wir gesagt, definitiv nicht. Aber es wird wahrscheinlich mehr kosten als der Umbau des Allradantriebs alleine. Ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr. Aber da geht schon was. So, du bist großer Fan von Mercedes-Benz. Was ist das für einer hier, der hier steht? Das ist ein 63er, 63er G. Ein 63er, also Baujahr 63. Nein, nicht ganz. Der ist, glaube ich, ja, 3 Jahre ist der jetzt alt. Ist noch von dem alten Modell, also das neue Modell. Gibt es ja auch den 63er, aber der hat glaube ich, knapp 6 Liter Maschine drin. Und der neue, durch die Abgasnorm, hat ja, glaube ich, nur noch 4 Liter. Ne? Der ist recht gefragt. Ja, das glaube ich schon, ja. Das ist, ich meine, das ist das ultimative Geländefahrzeug. Der Land Rover auch, das muss man sagen, der alte Defender. Sperren hat er auch? Der hat auch Sperren, da kannst du alles dran sperren. Da steht AMG. Für was steht AMG? Was heißt das? Ja, was heißt das? Das A und das M, das G? Das A und das M, das G, das ist doch, jetzt weiß ich gar Edelschmiede. nicht. Edelschmiede. Jetzt habe ich dich, oder? Edelschmiede, das weiß ich ja gar nicht. Das ist aber der Name von dem Gründer des Veredlers, ne? Des Veredlers. Das ist die Abkürzung, ich weiß gar nicht, wie der jetzt genau hieß. Ist nicht schlimm, das muss man auch nicht wissen, aber viel, viel lieber schaue ich hier auf das Ding. Das sieht aus wie, das ist doch der Hammer, wenn du jetzt hier in Hessen, wir sind in Hessen, gell? Wir sind in Hessen, ja. Wenn du jetzt hier so durch Schlitz oder sowas durchfährst, die kriegen doch einen Anfall, oder? Im Sommer. Oder staunt. Ja, kann sein. Also ist schon aufsehenerregend, ne, das Fahrzeug. Das ist übrigens, du liebst Mercedes-Benz, das ist ein Nutzfahrzeug, du bist auch ganz bodenständig, bist Handwerker. Wir haben ganz viele Filme mit dir gemacht. Das hier ist einfach nur Lust an der Freude. Man muss natürlich auch die Leute haben, die sowas haben wollen. Du hast relativ viel für Afrika gemacht, oder? Ja, Afrika, Nordafrika und für die arabischen Staaten, aber auch für Russland. Russland, Mongolei. So, und das ist ein Fahrzeug, da sagst du, da hat Mercedes-Benz einen ganz großen Wurf gemacht, überhaupt der Sprinter. Du liebst Sprinter, oder? Ja, Sprinter ist ein gutes Auto. Also erstmal vom Fahren her lässt sich der wunderbar fahren für einen Transporter. Und das gibt auch einen Umbau, der ist also jetzt angeliefert worden. Das gibt auch einen Funworks 600. Mit diesem da haben wir uns ein eigenes Video gemacht, wie man die umbaut. Das sind Fahrzeuge, die man umbauen kann. Ein Handwerkerauto wird zum Multifunktionsfahrzeug, inklusive Übernachten, Pipi machen und kochen. Ganz geht genau. Alles. Das geht alles, das funktioniert. Und wenn ich alles soweit fertig habe, kann man sogar duschen drin im 6 Meter Auto. Und Küche gibt es ja auch drin. Also es ist im Endeffekt schon multifunktionsfähig. Ne? So, und demnächst, ich komme nochmal, machen wir noch ein Video über den da. Das ist auch ein Fahrzeug, das unglaublich toll ist. Wir werden auch nicht reingucken heute. Du wirst es fix und fertig machen. Beim nächsten Mal machen wir ein tolles Video. Länge von dem Fahrzeug? 12 Meter. 12 Meter. Genau. Mehr geht eh nicht, oder? Nee, für Deutschland nicht. Die gab es in 12 Meter und 13,80 Meter. Genau, Klaus, Augenblick, wenn du mal kurz mit mir mitkommst. 110 Kilometer, aber nicht in Deutschland, oder? Das ist nicht in Deutschland. Der ist auf Slowakei zugelassen. Aber in Frankreich und so kannst du hier 110 fahren. Ne? Kannst du 110 fahren. So, und das ist ein richtiger Reisebus, das heißt ein Überland-Reisebus, wie es in Amerika gibt. Und der hat innen drin. Greyhound-Bus. Greyhound-Bus, 2 Slideouts. Slideouts? Ja, siehst du, da sind auch schon, da sind 2 Slideouts drin. Und die hast du gebaut, die Slideouts? Nein, das ist fix und fertig. Die bauen die in Kanada, Quebec. Das sind diese Greyhound-Busse. Und den haben wir leer bekommen. Den haben wir komplett nur Innenausbau. Innenausbau gemacht. Warte mal, ich zeig's mal von vorne. Ja, das ist halt 2er Mastervolt drin. Echt? Aber ich muss dazu sagen, das Auto ist komplett aus Edelstahl und ist schon 11, 12 Jahre alt. Ja, das sieht man nicht. Und hier sind die Batterien. Der hat hier noch Gel-Batterien drin, noch Mastervolt. Ja gut, ich brauche hier auf Gewicht ja nicht achten. Nee, hier hast du nicht. Aber wenn ich den jetzt nochmal umrüsten würde, dann würde ich auch Lithium reinmachen. Ne? Ja. Aber das ist auch schon mal ein Paket. Paket. Es muss also nicht immer Lithium sein beim Mastervolt. Spielt doch keine Rolle, man kann es sogar mischen. Ja, was heißt mischen? Du kannst 2 reinmachen. Einer für Lithium, einer. Ich zeig's mal gerade von vorne, dass wir das mal sehen. Auch da werden wir jetzt ein Video machen. Denn der Klaus wäre nicht der Klaus, wenn er nicht ganz spezielle Sachen machen würde.
Und du bist auch dafür bekannt, du fertigst Slideouts, du baust Slideouts auch in kleine Autos ein. Du hast dort einen Sprinter, den werden wir demnächst berichten. Ein Sprinter, da kommen ein oder zwei, ein Slideout. Einer genau. Auf der Fahrerseite. Und das ist gigantisch. Wenn der Slideout drin ist, das Raumgefühl, das wächst unermesslich. Ja, wenn er drin ist, nicht, wenn er rausgeht. Dann, Wenn er rausgeht. Ja, wenn er drin ist, ist es genauso wie wenn du in einem normalen Fahrzeug bist. Ne? Ist das 12 Meter schwer zu fahren? Nee, das geht. Aber der hat halt einen langen Radstand. Also hier bei dem Fahrzeug muss ich schon ein bisschen aufpassen. Weil wenn der Radstand ein bisschen kürzer wäre, dann würde er einfacher um die Ecken kommen. Er schwenkt aber nicht aus dafür. Nee, dafür schwenkt der nicht aus, das stimmt. Aber das ist halt in Amerika alles ein bisschen anders da. Okay, da sind die Straßen ein bisschen breiter. Das ist übrigens unser Senderbus. Der wird uns in Kürze verlassen. Da steht er, der Morelo, der FX78. Es gibt den nächsten neuen. Da wollen wir noch nicht zu viel verraten. Wir sind morgen bei Morelo und filmen die Herstellung unseres neuen Reisemobils. Du machst viele Morelo-Umbauten. Ja, ich mache viel für Morelo. Wir sind auch Servicepartner für Morelo, also Werkstatt-Servicepartner. Zugelassener, das ist autorisierter Werkstattpartner und machen halt auch viel Sonderbauten. Wie die Slideouts, die bei Morelo verbaut werden und so, die habe ich alle entwickelt und sind auch die ersten Jahre hier montiert worden, bis nachher so viel geworden ist und dann haben wir das am Band so gemacht, dass das Band fertig ist. So, Neukirchen, das liegt in Hessen. Es ist ein bisschen versteckt, man kommt nicht direkt mit einer Autobahn hierher. Es ist eine vierspurige Bundesstraße, die hierher führt. Zweispurig. Zweispurig? Ja, so vierspurig nicht. Wieso? Also, auf jeder Seite zwei? Du sagst, das liegt versteckt. Wir liegen an der A5. Echt? A4, A7 und A49 mittendrin. Also du hast immer 18 Kilometer zu jeder Autobahn. Ja, das meine ich ja. Also du liegst nicht direkt an der Autobahn. Aber der Vorteil ist, du hast einen Stellplatz, der wurde 5-mal in Folge bester Stellplatz Deutschlands von Promobil. Promobil Leserwahl. In der Klasse. In der Klasse und dies Jahr auch vom DCC. Name vom Stellplatz? Reisemobilpark Urbachtal. Urbachtal, genau. So, und wir sind im Knüllgebirge hier. Das sieht man auch, ein unglaubliches Gebirge, umringt uns hohe Berge. Nee, ist Mittelgebirge, oder? Ja, ist Mittelgebirge. Wir liegen hier auf 300 Meter und fährst aber innerhalb von 3 Kilometern bist du auf 630 Meter. So, und diese Silhouette hier ist normal, das ist so typisch für dich. Also die warten alle auf irgendwas, oder? Die Autos, ja. Die warten auf Umbauten. Die Halle steht voll. Aber es gehen jeden Tag immer 2, 3 raus. Und jetzt kurz vor Weihnachten wollen wir sehen, dass wir den Hof so viel wie möglich leer bekommen. So, alles werden wir nicht schaffen, aber sagen wir mal, 80% muss dann draußen sein. So. Aber wir haben ja noch 4 Wochen, oder 3,5 und dann schaffen wir das schon. Klaus, du hast mir einen Wunschtraum erfüllt. Wir wollten das Auto filmen. Das letzte Mal, als ich hier war, wollte ich ihn schon filmen. Da hatten wir keine Zeit. Aber jetzt haben wir die Chance genutzt. Ja, ich danke dir herzlich. Wir kommen noch mal wieder. Klaus Hühnerkopf aus Neukirchen. Im Knüllgebirge. Im Knüllgebirge, ja. Und besser ist 34 626 die Postleitzahl. 34 626. Genau, 626 Postleitzahl eingeben. Ist für die Leute einfacher als Neukirchen-Knüllgebirge. Heißt eigentlich auch um Navigation Neukirchen-Schwalm-Eder-Kreis. Was ist der nächste Ort hier, wenn es einen gibt? Ja, Schwalmstadt oder was größer ist, ist Homberg und danach kommt dann Gießen, Fulda, Kassel. In Fulda bin ich am Montag. Muss ich noch mal drehen. Genau. So, ich danke dir. Vielen Dank. Der hat den Namen eigentlich? Heißt der irgendwie? Der hier? Den kannst du Vandenberg 600 nennen. Ist auch 6 Meter, 4x4 Cabriolet. Alles klar, mache ich. Danke. Ganz ciao. Genau. Tschüss, Klaus. Tschüss, mach's gut.